Also mir ist dieses Bild von den Jüngern zu Pfingsten so wichtig, wie die da im Kreis sitzen. Und dann kommt der Heilige Geist nach dem Bericht der Apostelgeschichte und setzt sich auf die Häupter in Form jeweils einer Flamme. Und ich stelle mir immer so vor, was haben die eigentlich erfahren, was haben die wahrgenommen? Also ich sitze jetzt da im Kreis, habe ich jetzt da ein warmes Gefühl oder ist nicht eigentlich das, was ich wahrnehme, auch ganz stark die Flamme auf dem Haupt der anderen Person? Ah, interessant. Die hat ja eine Flamme, die hat den Geist. Ne? Also dieses mindestens so stark Kraft empfinden oder Geist empfinden, indem ich sie in der anderen Person empfinde und vielleicht liebe oder dann da helfen will oder was auch immer, mir helfen lasse, auch gar nicht so viel leichter. Bereichen der Gesellschaft wird das so wahrgenommen, ich bin meines Glückes Schmied, ich bin derjenige, der durch seine Gedanken sein Leben manifestieren kann, ich kann durch meine Gefühle mein Leben beeinflussen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Ich mit seinen eigenen Wahrnehmungen und Bedürfnissen und Empfindungen so ins Zentrum rückt, dass sich so etwas wie der Heilige Geist, etwas, was sich mir nähert, was sich mir begegnet, was ich empfangen kann, gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil ich ja im Ich-Modus bin. Also der Ich-Modus, der zufriedengestellt werden will. Und wenn ich dann meine Gedanken so positiv affirmiere, dass ich mir das Traumleben gestalten kann und am Ende des Tages feststelle, ich stehe aber in der Sackgasse, ist ja genau das Problem, vor dem ja auch viele gerade in unserer heutigen Zeit stehen. Und genau da frage ich mich, was ist da das Angebot der Kirche? Warum können wir da nicht stärker in den Fokus rücken, dass das Verständnis, das sich da verbreitet hat, vielleicht schon im Kern nicht zutreffend sein könnte? Genau, um überhaupt ein Angebot zu überlegen, ist ja schon mal eigentlich wichtig zu verstehen, was ist überhaupt die Nachfrage. Ne? Was ist überhaupt wirklich das Problem? Also genau, was Sie jetzt so erwähnt haben, dieses Fokussieren sehr stark auf die eigene Person, ich, first oder so. Ich frage mich immer, wie man aus dieser Sackgasse des Schwarz-Weiß rauskommt. Also klar, irgendwie mit dem Egoismus ist eine Falle und andererseits ist genauso eine Falle zu sagen, ja, kümmere dich jetzt bitte schön mal nicht mehr um dich selbst, sondern um die anderen sind doch so wichtig, ne? Altruismus. Ist wahrscheinlich auch ein Problem, deshalb, weil die Leute sind ja so erschöpft. Also es gibt echt wenige, die das gar nicht sind. Und das ist ja wirklich auch, das nehme ich als Stimme Gottes auch wahr. Also die Geschöpfe sind wirklich bedürftig und das wäre das Verheerendste, was ich jetzt wirklich machen kann, zu sagen, ja Leute, nehmt euch mal nicht so wichtig, ja, sondern irgendwoher müssen wir ja gemeinsam eine Lösung oder irgendwie was finden, eine Quelle. An der Quelle trinken, die auch diese Kraft, ne, gemeinsam. Also mir ist dieses Bild von den Jüngern zu Pfingsten so wichtig, wie die da im Kreis sitzen. Und dann kommt der Heilige Geist nach dem Bericht der Apostelgeschichte und setzt sich auf die Häupter in Form jeweils einer Flamme. Und ich stelle mir immer so vor, was haben die eigentlich erfahren, was haben die wahrgenommen? Also ich sitze jetzt da im Kreis, habe ich jetzt da ein warmes Gefühl oder ist nicht eigentlich das, was ich wahrnehme, auch ganz stark die Flamme auf dem Haupt der anderen Person? Ah, interessant, die hat ja eine Flamme, die hat den Geist. Ne? Also dieses mindestens so stark Kraft empfinden oder Geist empfinden, indem ich sie in der anderen Person empfinde und vielleicht liebe oder dann da helfen will oder was auch immer, mir helfen lasse, auch gar nicht so viel leichter. So, der Geist in der anderen Person, also die Flamme auf dem Gegenüber,
ja, so der Geist da. Also dieses, was an dem Geist auch Kirche konstituiert oder Gemeinschaft, wenn man es ein bisschen offener formulieren will. Das scheint mir wichtig zu sein, wenn man jetzt von diesem Egoismus wegkommen will, ne? Das ist von dem nur auf sich selbst und dem Selbstmachen oder was auch lange in der Kirche wir haben, da kommen wir allerdings jetzt wieder in die abstrakte Theologie so ein bisschen rein. Weil eigentlich ist das Bedürfnis echt. Wenn ich Hunger habe, dann schreie ich im Psalm schon zu Gott, hilf mir und ich brauche Wasser und meine Zunge lechzt nach dir und so weiter. Also das ist nicht verkehrt, darum sich zu sorgen. Aber ich wende mich mit meinen Bedürfnissen an Gott und nicht an mich selbst. Also ich glaube, dass ein Teil der Erschöpfung auch daran liegt, dass dieser Egoismus, die Schattenseite des Egoismus, ist ja ein Riesenschuldgefühl. Also wenn ich nicht in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann bin ich ja schuld daran, dass ich in einer Leistungsversager, Sackgasse... Genau, dann bin ich ein Versager. Dann habe ich irgendwas in meinem Leben nicht richtig abgespeichert, weil ich es ja nicht zum Erfolg bringe. Wieso kann ich denn das, was ich mir in meinem Leben wünsche, nicht manifestieren? Warum erfüllt sich das nicht? Warum bin ich nicht endlich glücklich? Ich habe mir alles erschaffen. Warum fehlt mir was? Das heißt, ich bin ja nicht nur derjenige, der bestimmt, wie das Leben zu laufen hat, sondern ich bin ja dann auch schuld daran, wenn der Erfolg ausbleibt oder wenn das, was ich mir vorgestellt habe, nicht eintritt, weil vielleicht andere Menschen auch betroffen sind davon. Und darin sehe ich diese Erschöpfung. Die Erschöpfung ist, es fällt ja alles immer wieder auf mich zurück, weil ich eben einen Gott ausblende, weil ich nicht der Auffassung bin, da ist jemand, der für mich sorgt. Da gibt es keinen Vater, der für mich mitdenkt. Da gibt es keinen Heiligen Geist, der sich mir zuwendet, um mich auch zu trösten, zu schützen, auf den rechten Weg zu führen. Wenn ich das alles ausblende, lande ich ja bei mir. Dann bin ich nackt, dann bin ich alleine und dann kann ich auch keine Gemeinschaft mit anderen eingehen, weil ich ja leer bin. Das heißt, ich bin ja selber bedürftig, weil ich mich nur von den anderen ernähren kann. Und ich glaube, dass das ein Teil der Erschöpfung ist, die wir heute erleben. Und ich merke das ja auch in Gesprächen, auch mit Christen, also auch aus meiner Gemeinde, die dann, wenn ich dann halt frage, ja, aber erfüllt dich denn nicht der Heilige Geist? Klingt schon die Frage abstrakt. Weil ich merke, ich drehe mich da jetzt im Kreis, aber da fehlt einfach die Erfahrung, dass da Fülle kommt durch den Heiligen Geist. Die Erfahrung, dass Gott dich satt macht, dass Gott das Manna runterregnen lässt, also er sorgt für dich. Aber wenn ich natürlich immer der Meinung bin, ich muss die Lösung schaffen, bin ich auch die Ursache des Problems. Und dann beginnt für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. Und den nehme ich gerade wahr. Und das ist auch der Unterschied für mich gewesen auf meinem spirituellen Weg, dass sowohl im Buddhismus als auch in allen, auch mit Yoga, mit allem, was ich gemacht habe, es war immer ich. Es war meine Selbstentwicklung, es war meine Selbstentfaltung. Ich habe an mir gearbeitet, aber ich habe gespürt, als ich das erste Mal erfahren habe, da ist jemand, der für mich sorgt, hätte ich auf dem Sofa einschlafen können vor lauter Erschöpfung. Weil der Druck abgefallen ist, so ich bin verantwortlich. Ich bin für alles verantwortlich, was in meinem Leben geschieht. Und das ist eine Form von Selbstermächtigung, die nicht korrekt ist. Für mich ist es vor allem auch im Zielbild. Also was ist eigentlich das Gelingen? Was soll das überhaupt sein? Irgendwie was ich mir vorstelle, wie das sein soll. Es kann ja sein, dass mein Leben wirklich, jedenfalls geht es mir so, auch mal anders geht, als ich das jetzt versuche zu erreichen, so mit eigener Kraft für mich. Aber der Wechsel von dem, wo ich mir vorstelle, was so das Richtige wäre, wo ich hin muss, und was vielleicht Gott für mich für einen Plan hat. Ich nehme jetzt mal das Wort Plan oder Bild, ne? Wo er mich möchte, das macht er auch. Wenn ich das, in dem Moment, wo ich das wirklich glaube und erfahre und irgendwie vertraue darauf, so in dem Sinne glaube, da ist eigentlich dieses Loslassen, oder ich weiß nicht genau, warum, genau, dieses unmittelbare Loslassen ermöglicht das, finde ich. Auch dieses sich zurücklehnen und Gott erlauben.
machen zu dürfen, dem Heiligen Geist erlauben, wirken zu dürfen. Das ist ja etwas, was ausgehebelt ist, wenn ich schon mal meine Pläne selber umsetze, wenn ich schon mal losrenne und schaue, dass ich meine Vision selber nach vorne bringe, wenn ich ungeduldig bin, weil ich nicht warten will, bis Gott wirklich alles, und da bin ich der König drin, dass Gott erstmal alle Puzzleteile um mich herum auch erstmal vielleicht in Position bringen muss, dass ich weitergehen kann auf meinem Weg. Das hebelt man völlig aus, wenn man der Auffassung ist, ja, das ist die Schattenseite dessen, was Sie Egoismus genannt haben. Für mich ist das die Schattenseite dieser Ich-Zentrierung. Und wenn das Ganze dann noch mit einer gewissen, ich sag mal, mit einem kulturellen und auch einem soziokulturellen Wandel verbunden wird, dann kriegt Barmherzigkeit auf einmal, ja, ich weiß, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, als ich gesagt habe, wenn du den Armen hilfst, sagt das weniger über dich, als über die Liebesfähigkeit des anderen zu dir. Also es geht weniger um Barmherzigkeit, auch guck mal, wie gut ich bin, sondern es geht mehr darum, der andere zeigt dir deine Form von Liebesfähigkeit. Und da merke ich so, da hat sich irgendwas in der Wahrnehmung verändert, also das Denken darüber. Wie denn? Ja, weil wenn ich in meinem Gedanken das Zentrum bin, dann helfe ich, weil ich mich gut fühle. Weil dann ist der andere immer nur ein Spiegel meiner eigenen Handlung. Dann entsteht da ein Resonanzfeld. Und ich glaube, dass das Resonanzfeld und deswegen freue ich mich ja, dass wir über den Heiligen Geist reden, weil es die Transzendenz ausblendet. In dem Moment, wo das auf einer horizontalen Ebene bleibt, bricht das Vertikale weg und dann wird meine Handlung, ist es eine Ich-Handlung. Und dann ist es nicht mehr der Geist, der in meinem Leib tätig wird. Ja, das ist echt schön gesagt. Also die Wörter sind immer so schwierig, ne? Irgendwie ist es gar nicht so leicht, aber das ist wahrscheinlich typisch für alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Dass es nicht so leicht ist, so ganz klare Worte zu finden, weil das alles auch umgekehrt irgendwie einen Punkt hat. Selbstsorge ist auch wichtig, aber eben genau. Irgendwie dieses sich an sich geschehen, handeln lassen, das ist einfach die schönste Erfahrung der Welt, die man da mit dem Heiligen Geist machen kann. Also nicht für sich selbst sorgen zu wollen, wenn das ist eigentlich eher ein Geschenk, ne? Genau. Also ich glaube, ich würde niemandem, um dem es gerade schlecht geht, sagen, hör zu, jetzt ist genau der Punkt, an dem du dich nicht mehr um dich selbst kümmern musst, warte mal, oder jemand, der Lust hat, loszugehen und ein Projekt zu machen, ne? Zu sagen, hör mal zu, du solltest jetzt nicht immer deinen Weg suchen, warte mal lieber, setz dich doch mal hin, was Gott mit dir vorhat oder so. Also man kann wirklich irgendwie damit jede Menge immer Unfug treiben, mit jeder dieser Formulierungen, und das kommt mir dann immer so als Reflex, aber eigentlich stimmt das Gegenteil doch mindestens so. Aber so wie Sie das schreiben, schildern, ist das Passivität, aber das meinte ich damit nicht. Ja, genau, das meinte ich. Es ist keine Passivität. Ist nicht der Heilige Geist jedenfalls, der die bewirkt, glaube ich. Nein, also das glaube ich auch nicht in einem bestimmten Sinne. In einem blockierten Sinne. Wie kann man den Heiligen Geist? Glauben Sie eigentlich, dass der Heilige Geist im Körper, im Fleisch, im Leib lebendig wird? Ja, Sie sind ja lustig. Ja, vor allem glaube ich das. Also das glaube ich, ja genau, woher glaube ich das alles? Also erstens habe ich es ja erlebt in meiner eigenen Biografie. Dann habe ich es irgendwie auch erlebt in der Altenpflege. Und das alles noch vollkommen weit weg von der Theologie oder akademische Theologie im engeren Sinne. Und dann aber auch in der Theologie. Das Wort ist ja Fleisch geworden. Das ist ja der ganze Punkt von unserem Glauben. Aber das ist ja nicht nur ein Satz, jetzt wie es im Glaubensbekenntnis, sondern das ist wirklich das Zentrum, würde ich sagen, auch für mich selber. Und das total Spezifische auch irgendwie, warum ich Christentum so liebe, obwohl ich jetzt nicht finde, dass irgendwelche Religionen ausgegrenzt werden sollten, grundsätzlich, weil das ist irgendwie an sich wichtig, sondern Christentum, weil da der Mensch, der lebendige Mensch, und da ist die östliche Palamas-Theologie so wichtig, ne? Also, dass der so im Zentrum steht. Der Palamas, der spricht ja vom Taborlicht.
Und das ist Jesus, diese Geschichte, wo Christus auf dem Berg Tabor die Verklärung erfährt vor seinem Tod. Also was er erfährt? Ja, erfährt. Und die Jünger können das irgendwie an ihm wahrnehmen und sind völlig geblendet. Und das ist dem Palamas so wichtig, weil ihm wichtig ist, dass der lebendige Mensch, also der lebendige Mensch vor dem Tod, in dem Leib eigentlich die Gotteserfahrung machen kann. Und vor allem da. Und nur da Gottes Geist spricht und leuchtet und er spricht sogar von Vergöttlichung, was in der westlichen oder jetzt auch in der deutschen Sprache ist völlig missverständlich. Und also genau, ne? Also ich mache jetzt mein eigenes Selbst, ich werde vergöttlicht. Das kann man ganz schräg hören, aber das ist für Palamas ein wichtiger Begriff, dass irgendwie wirklich ein Mensch dieses Göttliche aufnehmen kann in der Verbindung mit diesen Kräften und sich wenden kann zum Guten. Das ist auch eine ganz ethische Entwicklung eigentlich. Also man ist sterblich, aber man hat diese Möglichkeit als Mensch, Gottes Geist in sich zum Ausdruck kommen zu lassen. Und das ist unendlich kostbar. Und das ist irgendwie der Kern des christlichen Glaubens. Also das, was Jesus so ausgemacht hat in einmaliger Form oder Weise, aber was irgendwie in der Nachfolge auch das Zentrum ist. Und da ist jetzt auch nicht mehr toll der Gegensatz zwischen Kontemplation, also ich bete als körperlicher Mensch, oder ich werde aktiv und helfe jemand anders aus dem Schlamassel mit meinen Händen oder so. Das sind ja alles leibliche Geschichten. Und die haben mit dem lebendigen Menschen zu tun. Und ich denke, und da sehe ich jetzt nicht den Gegensatz von Leib und Geist. Ne? Also ich plädiere jetzt irgendwie nicht für wieder den Geist für den Leib oder so, sondern ich hoffe, dass das jetzt keine Häresie ist. Jedenfalls habe ich da von Palamas sehr wertgeschätzt, diese enge Verbindung, die er da sieht. Und das, was genau mit dem christlichen Glauben in Verbindung hat. Das ist zwar, ich habe hier damals viele Bücher gelesen und er hat dann so eine eigene Gotteslehre, also das göttliche Energie, nennt er das, diese Art von Verbindung, die da wirkt. Die man, wenn man jetzt theologische Begriffe zusammenlegt, gar nicht mehr so leicht mit der Lehre von Sohn, Vater und Geist zusammenbringt. Das sind einfach zwei Bilder, die nicht so gut übereinander passen. Das ist ein eigenes Problem. Aber also dieser Punkt, dass diese diese Energie, diese Wirksamkeit Gottes der Kern ist im Fleisch. Ja, und das prägt ja dann auch das Handeln in der Welt. Also das glaube ich eben auch, dass das der Zugang zur Quelle ist. Also dass das zum Handeln und Wirken in der Welt des Einzelnen beiträgt. Das ist die Sinnlichkeit ist leiblich und auch die Wirksamkeit ist leiblich von uns Menschen. Selbst wenn wir denken und sprechen, das hat ja eine materielle Grundlage, jetzt sehr blöd gesagt. Na natürlich, wir haben ja ein Gehirn. Wir haben ein Gehirn, wir haben ein Gehirn, das denkt, das ist klar. Und es gibt doch so ein Kinderlied in der Kirche, ne? Gott, du hast keine Hände, nimm meine. Gott, du hast keine Füße, nehme meine oder so. Also da ist etwas dran, was ich, glaube ich, auch wichtig finde. Ich habe jetzt noch eine ganz provokante Frage, bei der ich nicht weiß, ob es dazu überhaupt eine Antwort gibt, auch innerhalb der Theologie. Warum hat sich der Heilige Geist auf Jesus als Taube gezeigt? Also wir haben alles gehabt, Feuer, Zungen, Flüstern, Atem. Nur bei Jesus war es eine Taube. Bei der Taufe hat Johannes, der Täufer, ihn als Taube auf ihn herabkommen sehen. Ne? Ja. Ist so beschrieben. Da hinten ist ja auch diese Holzskulptur mit der Taube und den Blutstropfen eigentlich. Ja. Die es so verbindet, die Passion oder Leidenschaft und Liebe und dieses Sanfte. Ich glaube, dass für mich an diesem Taubenbild die Sanftheit das Zentrale ist. Und wenn man jetzt Tauben auf dem Marktplatz sieht, dann sind die ja manchmal eher wie Hühner, gar nicht sanft, ne? Die kämpfen um alles. Also Taube irgendwie warum steht es vielleicht dabei? Also dieser sanfte Charakter, der sich da niederlässt. Ich glaube auch die Reinheit und die Unschuld, ne? Ausgedrückt wird. Und auch nicht vielleicht, auch die irgendwie dann biblische Schreiber sind ja oft auch gelehrt, die Taube von
nach der Sintflut, die Taube, die da kam zum Beispiel, also Friedenstaubenbild. Dieses, und Jesus war ja selbst sehr sanft. Also es gibt zwar auch diese einzelnen Sätze, die überliefert sind, ich bin gekommen, das Feuer auf die Erde zu werfen und dann diese Sache mit den Tischen im Tempel, aber die fallen echt, also das sind eher die Ausnahmen, ne? Da gibt es schon, glaube ich, cholerischere Propheten in der Weltgeschichte als Jesus, war eher so ein sanfter Typ, so als Mensch, glaube ich. So kommt, also mein Punkt, weil ich mich nämlich immer noch frage, das sieht der Johannes und das ist wahrscheinlich auch die Wahrnehmung, Jesus also als ein ganz sanfter oder friedbringender Mensch. Gerade Johannes war ja so ein anderer, ne? Der mit seinem, der eher gewalttätig gepredigt hat. Und für ihn ist es sicher aufgefallen, dass so ein anderer Mensch ihn dann irgendwie da so auch als Gottesbild, Gottes Sohn plötzlich bewusst wird, er den sieht. Und ich habe in den Exerzitien, für mich war die eigentlich so eine ganz wichtige Betrachtung, was hat Jesus eigentlich selbst gesehen? Also er sah den Himmel offen irgendwie. So. Und eine Taube auf sich herabkommen, ist, glaube ich, auch in einem der Evangelien. Genau. Also was hat er eigentlich selbst plötzlich gemerkt, was für eine besondere Beziehung da ist, so als erwachsener Mann in dem Moment? Wie hat er plötzlich Gott wahrgenommen? Also dieses Bild finde ich wichtig als begleitendes Bild zu dem, was Johannes sieht, was Jesus selbst wahrnimmt. Das ist ja auch natürlich das sieht er nicht mit seinen Augen. Das sieht er wahrscheinlich schon irgendwie auch in sich drin. Da habe ich das doch unglaublich eine Zwischenfrage. Berührt hat mich diese Szene. Ja, mich auch. Also das ist auch eine sehr prägende Szene, genauso wie mich geprägt hat, dass Jesus seinen Geist wieder zu Gott befohlen hat, als er am Kreuz hing. So, das heißt, ich habe mich immer schon gefragt, wie ist eigentlich das Verhältnis unseres eigenen Geistes zum Geist Gottes? Also wie muss man das verstehen? Oder wie kann oder darf man das verstehen? Ich meine, wie ist da das Verhältnis von meinem menschlichen Geist? Freier Geist, oder? Mein freier gewisse Geist. Freiheit. Und dem Heiligen Geist, weil in dem Moment, als Jesus den Geist Gottes empfangen hat wie eine Taube, hat das ja eigentlich auch etwas bewirkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da scheint ja doch nochmal etwas anderes sich dann entwickelt und abgezeichnet zu haben, weil da ging ja dann eigentlich sein Weg los. Die öffentliche Wirksamkeit. Ja, genau. Ja. Genau, da ging das Äußere, das weltliche Wirken los. Das hat ihn ja auch erstmal völlig durcheinander, also sag ich jetzt mal, da ist ja nicht einfach in die Wüste gegangen, weil er schon immer Exerzitien machen wollte. Der Geist trieb ihn in die Wüste, ne? Das hat was mit ihm gemacht. Das ist auch so ein bisschen, die Taube ist so sanft, ne? Aber dann geht es erstmal los. Da kommt, glaube ich, erst nochmal viel Bewegung. Aber was hat er dann zurück in den Himmel geschickt? Seinen menschlichen Geist? Ich frage es jetzt so, weil wir uns jetzt einfach so auch noch über den Geist austauschen. Was schickt das war ja der Geist Gottes in dem, oder? Ich meine, auch er selbst da ist unter Trinitätslehre dann nicht mehr unterschieden zwischen Jesus und Gott, sondern zwischen dem Sohn und dem Vater. Ja. Das ist einer. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und so, da hat sich ja was entwickelt, auch für ihn selbst. Und das beschäftigt mich immer. Was hat der wann eigentlich? Theologisch ist es irgendwie klar. Irgendwie gab es diese Ahnung schon früh oder immer oder ist eben der präexistente Logos und so. Aber trotzdem als menschliche Erfahrung. Wie hat sich das eigentlich angefühlt für Jesus, den Menschen auch? Das finde ich ist für mich eine wichtige Frage, so selber das nachzuspüren irgendwie. Aber der Geist Gottes ist es dann und der geht irgendwie zurück, ne? Wird zurückgelegt, aber als individuelle, menschliche Geist. Ja, bevor ich jetzt da eine theologische Antwort gebe, müsste ich noch länger, glaube ich, nachdenken, wie man das gut eigentlich macht oder auch richtig. Das müsste ich jetzt eigentlich aus dem FF können. Aber kann ich irgendwie nicht. Aber es ist irgendwie der Geist Gottes. Dann sollen wir das so stehen lassen. Nicht irgendwie was nur Individuelles, was dann zurückgegeben wird in eine große Weltseele oder so, sondern es ist irgendwie, glaube ich, dass dass der Glaube an den Heiligen Geist, der sich dann nachher entwickelt hat, doch irgendwie ganz ernst nimmt, dass das Ganze ist, was Jesus da auch hat. In seiner Person eben.
Der Geist Gottes. Ja, wir sollen es so stehen lassen. Heiligen Geist. Aber die Frage ist ja sehr inspirierend. Wie wäre das denn, weil ja auch in diesem ganzen Kommunizieren, was da drin steckt, unglaublich viel Heiliger Geist erfahrbar ist, glaube ich. Ne? Also wir haben hier jetzt irgendwie gerade eine Aufnahmesituation, das ist mit Strom, das wird irgendwie ohne Digitalität alles gar nicht abgehen. Da wünsche ich mir natürlich, dass irgendwo der Heilige Geist mit im Spiel ist. Also ja, aber die Frage ist ja viel, viel weiter oder viel stärker.